Ein Dreiachser Mercedes-Benz Sprinter. Das ist ein Prototyp, der aber auch fahren könnte. Ihr habt nämlich einen zweiten gebaut, das kann man sagen. Ja. Der ist dann in den Export gegangen. Das heißt, ihr habt einfach mal einen Prototyp gebaut, um mal zu sehen, ob ihr das könnt. Das ist jetzt ein gebrauchter Sprinter gewesen, den habt ihr dann neu lackiert, habt den Innenausbau komplett gemacht, nur um einen Prototypen zu bauen. Ja. So ist das, ja. Wir sind bei Emmert Fahrzeugbau in Lingen und tatsächlich, ihr habt den Sprinter mal wahrscheinlich in der Mitte durchgeschnitten, habt dann Sprinter zusammengesetzt, in der Mitte durchgeschnitten, genau. So, ihr habt zwei Sprinter zusammengesetzt, das ist ein 906 gewesen, ging aber auch beim 907, habt den in der Mitte durchgeschnitten und ich gehe mal gerade hier so quer ran, weil zurzeit steht leider ein Auto im Weg, ich zeige es mal gerade und weil es so schön war, habt ihr das gleiche mit der G-Klasse gemacht. Das heißt, ihr habt den in der Mitte durchgeschnitten und habt aus zwei G-Klassen eine gemacht. Ja, wir müssen oft schauen, wie wir bestimmte Probleme lösen können. Deswegen entstehen schnell Prototypen, weil wir nach Lösungen suchen und dann auch in den jeweiligen Modellen, die wir dann auch ausliefern, umsetzen. Aber dann bleiben auch Prototypen hier stehen. Ja, ist aber auch ganz nett für Messen und so weiter, kann man dann verwenden. Den könnte man jetzt noch, ich sag mal, ready machen und verkaufen, wird das gehen, der hier? Ja, würde gehen. Also wenn ihr jemand haben möchte, ruhig mal anrufen, der Bock drauf hat, kann dich anrufen, ihr verhandelt dann über den Preis, dann kann man den Innenausbau noch ein bisschen bestimmen, der ist noch nicht ganz fertig ausgebaut. Ja, der ist noch nicht ganz fertig. Aber ihr habt ein Auto ausgebaut, das ist übrigens die Heckgarage in dem Sprinter und die ist so groß, die ist... Ohne Witz, die ist fast doppelt so groß wie im Morelo bei mir. Die ist so unvorstellbar groß. Also hier ist das Bett oben drüber. Ihr habt Victron Energy. Also für einen Prototypenstatus habt ihr ihn ja ziemlich voll gemacht, oder? Ja, gut. Ja, stimmt. So, ihr habt Lithium mit drin, du hast Wasser mit drin, du hast hier vorne einen riesen Wassertank, der steht in einer Edelstahlmulde. Das muss man auch sagen. Das ist bei uns immer so ein bisschen, das ist so eine Art... Nicht wirklich Überlaufschutz, aber ja. So, du hast Industrieboden hier reingelegt. Das heißt, der ist gebaut worden wie eure Krankenwagen. Ja, also genau. Unkaputtbar. Unkaputtbar. Bestimmte Module kommen immer wieder bei uns vor. Das, was hier signifikant ist, ist halt die Länge in diesem Fahrzeug, die Größe des... übrigens, Grauwassertank gibt es hier immer noch nicht, deswegen so viel zu Prototyp. Also es ist kann man aber einbauen. Sofort, ja natürlich, klar. Aber es ist nicht sofort Einsatz. Ist bei mir im Carver, haben die übrigens das so realisiert, weil die Dusche sehr tief ist, haben die eine Pumpe reingemacht, eine kleine. Ja. Die pumpt das dann einfach unten ab, nach unten ab ja. Und macht das fertig. Könnte also das ginge. Genau das Gleiche machen. Allerdings, wenn man sich das Interieur anschaut, das ist schon sehr. Warte mal, ich muss ihn einmal kurz mal ganz zeigen hier von der Seite, sonst, wenn ich mal kurz davor stellst, mach mal. Hier ist nämlich, dass man ihn mal komplett sieht, das ist der Sprinter. Und wenn du mal gerade die Tür mal bitte schließt, sei mal so nett, hinten, ja, dass wir ihn einmal komplett drauflegen. So, wir sind bei Emmert Fahrzeugbau in Lingen. Ihr baut eigentlich RTWs und Wohnmobile. Wohnmobile neu. Das Ziel ist es, ihr könnt ab dem Modelljahr 2020 100 Wohnmobile individuell bauen im Jahr. Genau. So, und wir wollen den Leuten einfach mal zeigen, was geht. Weil das fragen dann die meisten, ja, wie kommt ihr denn dazu, dann Weltreisemobile zu bauen? Das ist so entstanden, weil wir Koffer bauen können, die Wände der Koffer auch selber zusammenstellen können und das dann auch umsetzen wollten, mehr als nur bei RTWs, weil da spielt natürlich die Größe eine Rolle, die Länge des Koffers eine Rolle. Deswegen dadurch, dass man dann mehr versteifen muss, mehr Kabelkanäle machen muss und so weiter, übt sich das so ein bisschen ein. Deswegen auch dann die Prototypen oder die Expeditionsfahrzeuge allgemein. Hierzu kann ich nur ganz kurz noch zu deinem Background. Du bist ja Kaufmann, Kauffrau. Genau, eigentlich nicht... keine Technik. Hast du studiert mit ja. 2 Diplomen, ja. Hat der Papa ist Ingenieur, ihr habt noch weitere 10 Ingenieure und Meister hier beschäftigt bei euch, über 30 Leute, habt alle Gewerke, ihr habt zum Beispiel das Fahrzeug hier selber lackiert.
Das ist, weil ihr es eben könnt, ja. Weil wir es können, weil wir es müssen, weil wir sehr viel lackieren und da 2 Lackierkabinen haben oder Wärmekabinen. Die schauen wir uns gleich mal an, auch noch. Dann hast du hier natürlich das Schienensystem, das heißt, die Sitze kommen aus dem Busbau, Genau. Die sind zertifiziert, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dieser Tisch ist freistehend. Ja, der ist auf einer Feder, wenn du ein bisschen weiter, da bist du ja schon, auf einer Stahlfeder, also Feder ist ein bisschen... Der ist ganz robust. Ja. Der darf ja auch nicht klappern während der Der Fahrt. wird nicht klappern, genau. So, komm, wir gehen mal rein, dass wir das mal haben. Hast du ein bisschen Licht hier noch, oder? Guck mal gerade. Strom nicht an. Ich mach mal eins, ich habe genug Lampen dabei, ich mach mal gerade ein bisschen heller und dann machen wir ein bisschen, komm, die Lichtfarbe ändern wir nochmal schön auf Mallorca Gelb, dass wir das haben. Also, ihr habt hier linke Seite eine riesen Küchenzeile. Dann, ich fange mal beim Bett an. Also hinten ein riesen Bett, Längsbetten, 2 Stück, 2 Meter mal, ich schätze mal ungefähr 1,60 Meter. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Abmessung, aber auf jeden Fall Längsbetten und genug Platz für 2 bis 3 oder 2,5 Personen. Also das, wenn jemand das Auto hier sieht, diesen Prototypen, den könnt ihr fit machen, den könnt ihr Einzelabnahme zulassen. Ihr seid ja Fahrzeugbauer. Da kann man dann noch so Details lösen. Ihr habt ja jetzt einen Kompressorkühlschrank mit drin. Dann hast du hier eine Küchenzeile mit drin. Das ist eigentlich ein Spaßauto, muss man schon sagen. Also wenn du hier mit auf den Campingplatz fährst, machst eine ordentliche Beschriftung, nennst den zum Beispiel Saarfunk 1, Promotion Car, aber du kannst auch super damit Camping machen eigentlich, oder? Globe, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht. Ein solches Fahrzeug fährt im Mittleren Osten oder wo auch immer. Ja, wir wollen jetzt nicht Länder... Sagen wo? Ja, genau. Darf man das mal sehen, wie es fertig geworden ist? Dass du mir einmal kurz zeigst. Ihr habt es auf der Webseite stehen. Dass man mal, das wurde dann ausgeliefert, das heißt, die Basis war der Prototyp. Ich mache mal gerade mein Licht aus, dass wir mal sehen, können wir dann vom Handy abzeichnen. Könnt ihr auf die Webseite gehen, übrigens von Emmert Fahrzeugbau. Und geh ruhig mal drauf, such mal in Ruhe. Das ist die Webseite. So, Sonderanfertigung, da sind meistens solche Spezialsachen. Genau. VIP-Bus. So, und der ist dann auch ausgeliefert worden. Genau, wenn du mal Vollbild bitte machst. Bitte einmal zurück, dass wir nochmal der VIP-Bus, gehen wir mal gerade drauf, wie der aussieht von außen. Da gab es so eine Außenansicht gerade eben. So, das ist die Außenansicht. Machen wir gerade. Das ist schon wieder weg. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Die Gallery. Gleich mal die Gallery. Auf jeden Fall. Vollansicht gibt es meistens nicht. Und Warte, Sekunde, ich stelle mal kurz um. ja. Das ist so cool, was ihr da ausgeliefert habt. Ja. So, das ist eine 360-Grad-Tour. Jetzt mal nicht draufdrücken. Jetzt noch mal, genau. Das ist das Auto, das läuft in einem Start, so kann man es mal sagen. Innen drin absoluter Luxus. Ja, genau. Also der Fußboden, da ist wahrscheinlich Wurzelholzfurnier. Da ist, also wie man das so kennt, Belederung an allen Ecken, wo es irgendwie geht. Das Bad ist sehr, sehr creepy. So. Das Bad mögen die meisten. Ach, ist das cool. Ja. So, jetzt hier beim Prototypen, wo ging es denn hier da drum? Das heißt, also wenn man jetzt sowas baut... Einfach ja, eine Anfrage, die umgesetzt werden musste, es ging da um den Luxus, es ging da um eine gewisse Gemütlichkeit, um die Farben, um die dritte Achse, die auch umgesetzt werden musste. Komm, wir zeigen die mal gerade, dass wir die haben. Wir haben keine Zwillingsbereifung, oder doch. Wir haben zweimal Zwillingsbereifung. Das heißt, insgesamt hat das 1, 2, 3, 4, 5, 10 Räder, 10 Reifen drauf. Hier sieht man das. Da ist die Achse. Habt ihr selber gebaut, die Achse? Oder ist das Unterstützung. Mit Unterstützung? Mit Unterstützung, da nehmen wir uns immer so laut Benchmarking immer auch Firmen, die sich auf bestimmte Spezialitäten spezialisieren und mit denen arbeiten wir dann zusammen. Aber das Umsetzen, das Einbauen an sich, das machen wir immer. Also wir können nicht Batterien oder wir können nicht LED-Lichter bauen oder irgendwelche Gasherde oder das sind Sitze. Das ist alle, das
das kaufen wir natürlich zu. Bei Software lassen wir uns auch manchmal helfen. Also es hängt immer davon ab, was denn für eine Aufgabe ansteht und wie wir das dann umsetzen können. Der Lack ist satiniert, der hat so einen Perleffekt. Ja, der hat so einen Perleffekt. Das ist ein bestimmter. Der verändert sich auch nochmal in der Sonne, wie man das sieht. Sieht der Wagen so ein bisschen ist schwer zu sehen, aus. ja. Aber der sieht schon sehr, sehr klasse aus. Das ist so ein Perleffekt. Also, ihr könnt also Folgendes machen. Wenn das jetzt jemand sieht, braucht ein richtig cooles Auto. Die Inneneinrichtung, die Griffe habt ihr lackiert. Das ist alles professionell. Alle Teile hier, die da sind, alle Kunststoffteile sind lackiert. Ja, wir hatten zu viel Zeit und zu viel Spaß an dem So, dann habt ihr alles innen beledert. Ja, genau. Das mögen auch sehr viele. Ob das sehr pflegeleicht ist, wage ich zu bezweifeln. Aber wie man jetzt zum Beispiel bei Markus sieht, wenn man das mit einem Alcantara oder Kunst-Alcantara-Stoff bezieht, so einen pflegeleichten Stoff, sieht das schon sehr gut aus und macht schon einiges her. Ihr habt den Himmel beledert, ihr habt den Sitz beledert. Ihr habt ja, wenn man das nicht macht, sieht das dann schnell ein bisschen witzig aus. Oder man sagt dann, ach ja, nur Teilbeleder, die können es ja doch nicht oder so. Und damit man einmal zeigen kann, okay, man kann es. Habt ihr selber gemacht, also das Leder ist von euch. Genau, dieser okay. Lady. So, geh mal kurz rein bitte. Dann zeigen wir mal den Duschraum. Ihr habt eine ganz normale Haushaltsdusche von der Größe eingebaut. Das heißt eine richtig große Tasse, die drin ist. Ja. Hier könnte man zum Beispiel ein Thermostat sogar reinmachen, dass man nicht, ich sag mal, manuell immer drehen muss, sondern sagt 20 Grad, das geht. Die Stehhöhe, geh mal bitte rein. Du bist wie groß? Ich bin 1,72 Meter. Boah, große Frau, aber selbst du, mach mal mit der Hand drüber. Hast noch richtig Platz. Also 2 Meter Stehhöhe hast du hier drin. Ihr habt einen ordentlichen Wassertank hinten drin, da hat bestimmt 200 Liter, was drin ist. Ich glaube weniger. Aber das wäre kein Problem, kann man ja anpassen. Ja klar, natürlich. Da haben wir ja Stauraum ohne Ende. So, dann ist hier, das Bad wird noch montiert. Da ist eine Festtanktoilette drin, die habt ihr gemacht mit Sahaka. Ich würd hier in diesem Fall vielleicht eine Trenntoilette. Eine Kompressor, sage ich schon. Eine Trenntoilette einbauen, genau, von Nature Set. Genau. Alles, was hier drin ist, kommt aus dem Krankenwagenbau innen. Das heißt, also wir reden über Materialien, die da sind, oder es ist Holz. Bestimmte Module. Ansonsten sind das ja schon Materialien oder Materialien, die den meisten aus dem Campingbereich bekannt sind, wie zum Beispiel jetzt Dometic. Ja, Dometic hier, so ein Kochfeld. Die Einbauten. Und ja. So, jetzt kommt eine Besonderheit, dann Papa ist nämlich gerade da, hat nämlich gesagt, das ist gar nicht so einfach, so was Rundes zu bauen, oder? Ja, und deshalb möchten wir zeigen, dass das auch so möglich ist bei uns hier. Ist das schwierig? Was ist da die Herausforderung beim Rund? Ja, das muss ein Formteil gebaut werden und dann aus dem Formteil kommt das runde Teil. Da gibt es Platten, die sind weich und dann in die Formteil wird gepresst. Ich will nicht aufgenommen werden. Okay, kein Problem. Wird gepresst und dann kommt die Rundung raus. Die Ecke da vorne, wo Marie jetzt steht, die Ecke da vorne, das ist das Gleiche. Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, das ist eine richtige, das weich da reinzupressen, damit das dann so wird. Vor allem erstmal ein Werkzeug anzufertigen, um dann quasi thermisch die Rundung bei der Platte herzustellen. Ja. Okay, auch hier die Belederung, da habt ihr ein eigenes Element gebaut, was hier reinkommen. Was ich immer noch faszinierend finde, ist der Tisch. Das heißt, ein freistehender Tisch, das ist wirklich klasse. So, jetzt, wenn es da ist, also jemand hat jetzt Interesse an dem Auto, sagt, das möchte ich gerne haben. Wie lange wird es dauern, bis ihr ihn abgeben könnt? 2, 3 Monate? Ja, das ist ein Prototyp, wie möchten. Das ist hier auf das Fahrzeug wurde ein Fahrzeug gebaut und fährt in einem Land, wo das hochrangige Leute fahren. Das Fahrzeug nicht so das ist gebaut worden, aber nach dem Prototyp, dass das Fahrzeug
zeigen können, was wir machen können mit dem Leder und mit dem Holz und dass die sehen können. Ja. Cool. Aber das ist unser Fahrzeug. Ja. Maria, komm mal kurz mit. Dann zeigen wir mal ein kleines Detail, was hier da ist, was gar nicht so easy ist die Belederung eines Lenkrades. Das heißt also, da ist man schon ein bisschen dran, wenn man es nicht kann, oder? Ja, genau. Also Beledern von Lenkrädern ist auch eine eigene Kunst. Ich glaube, das können auch nicht alle Sattler machen. Das ist dann wirklich sehr speziell. So, hier vorne Dadurch, ist... dass man hier, ich glaube, händisch sogar hier diese Knoten da... So, das habt ihr selber im Haus. Also das habt ihr nicht außer Haus gegeben, haben eure Leute gemacht. Unsere Sattler, genau, die das machen. Hier oben habt ihr Luftfederung, habt ihr auch noch drin, auf der Hinterachse nehme ich an, Ja. die drauf ist. Also das ist auch nochmal eine klasse Geschichte. Ihr habt die ganze Tür beledert. Das ist also auch sehr aufwendig. Man muss ja alles noch danach wieder zukriegen, weil das ist ja vorher geknebelt worden ohne, oder? Sind wir eingelernt schon mit der Zeit, ist es schon so, dass wir das kennen. Und geht auch leicht. Ja. Die Farbe ist schön. Also das ist so ein Metallic-Lack-Effekt. Das ist Metallic-Lack-Effekt, das ist von unserem großen Kunde die Farbe. Das Fahrzeug, was läuft in der Welt, das ist auch hat so gleiche Farbe wie das Fahrzeug. Ja, klasse. Ja, Maria, machen wir noch ein bisschen Werbung für euch. Ihr seid die Firma Fahrzeugbau Emmert Fahrzeuge in Lingen. Jetzt drehen wir schon 3 Tage, da kommen wir schon ein bisschen durcheinander. Jeden Tag kommt dein Vater und bringt neue Fahrzeuge rein, die mir den Atem stehlen, wo ich sagen muss, also das habt ihr richtig drauf. Ein dreiachsiger Mercedes-Benz, aber der hier, muss man wirklich sagen, der wird wann fertig hier, das G-Modell? Wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Mitte des Jahres probieren wir das Fahrzeug fertig zu kriegen. Ja. Aber das ist auch ein Prototyp, wo die Kunden sehen können, was wir können und wie viele Türen das wir einbauen können. Ja. Das ist ziemlich cool, denn ich sag mal, da werden wir gleich mal ein eigenes Video zu machen. Bis gleich. Ja, wenn ihr Interesse habt, ruf mich an. Das ist die klare Zielsetzung. Über 10 Meister und Ingenieure habt ihr hier, über 30 Leute. Ihr habt eigene Hallen, ich glaube 4, 5 Stück, eigene Lackierereien, eigener... Hallen zu haben ist ja kein Wunder, aber zum Beispiel alle Gewerke, ganz genau, die Hallen zu... Die Leute auch wissen, befindet sich in Welzheim. Baden-Württemberg, ja. Ja, in Baden-Württemberg habt ihr die Sattlerei in Welzheim. Hier sieht man auch mal die Qualität. Aber machen wir gleich mal ein eigenes Video zu. Maria, wenn man dich erreichen möchte, am besten E-Mail schreiben. Ja. Wenn man das Ganze hier sieht, auch hier habt ihr zum Beispiel eine Trennwand gefertigt. Das werden wir gleich mal zeigen, dass du hier von vorne nach hinten sogar elektrisch die Durchsicht verschließen kannst. Ja. Genau, ein Schiebefenster. Wie bei James Bond so ein bisschen. Genau, einmal hoch und runter lassen. Ist dann meistens unspektakulär, aber da steckt eine Menge dahinter. Cool. Ja, kannst du machen. Das ist die G-Klasse. Es ist kein, ich sag mal, Showcar, mit dem du irgendwelche Hochzeiten organisieren kannst. Das könnte man machen damit, aber es soll wirklich so ein Showcar werden und ihr habt einfach 2 G-Klassen genommen und habt sie praktisch zusammengesetzt. Ja. Ja. Um zu schauen, wie weit wir mit dem Rahmen gehen können, ohne eine weitere Achse einzubauen. Ja, das ist nämlich spannend. Das heißt, ihr habt wirklich nur 2 Achsen. Das kennt man aus Amerika. Wir werden jetzt mal trotzdem doch mal ausmachen. Aber wenn du mal gerade einsteigst und einfach nur mal ganz kurz aufs Gas trittst, dass man mal hört, da ist unverkennbar ein Diesel drin. Einfach nur aufs Gaspedal. Du kannst auch mit der Hand drauf machen. Okay. So, Maria, wenn du mal kurz ausmachst, sei mal so nett. Dann können wir uns unterhalten. Der ist so rattenscharf. Wir haben ja heute vor, Wohnmobil-Videos zu drehen. Aber dann hat dein Papa, der ist dann hingegangen und hat das hier reingefahren. Ihr seid hat alles geholt, was noch so an Prototypen da war. Also interessant ist es schon, aber ja. Es ist schon ein Fahrzeug, was keiner jetzt kaufen möchte. Ne? Okay. Der hat jetzt Front- oder Heckantrieb oder beides? Ist das noch drin, Allrad? Ja klar, Allrad ist noch drin. Also wir haben nur die... Hat den Kardan verlängert. Ja, genau. Warte, ganz kurz. Kannst du mal nach unten gehen? Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nur... Irgendwie, da ist er. Ja, genau. Da ist er. Also wir haben den Rahmen eigentlich verlängert. Du siehst nichts, du siehst keine... Gut, du siehst schon
schon etwas tiefer siehst du schon den Schnitt, aber ansonsten... Ja, aber hier außen, das ist so, als wäre es immer so gewesen. Und das ist der Anspruch. Das heißt, es soll perfekt werden, oder? Ja. Ist es gut geworden? Ja, ja. Und auf der anderen Seite elektrische Trittstufe ein- und aussteigen. Ist die schon in Funktion? Ja, aber noch nicht eingebaut, aber in Funktion ist die schon. Genau, ich sag mal, ist eine riesen Trittstufe, die ihr drin habt, die auch ganz wichtig ist, weil das Fahrzeug ist ja ein bisschen höher und die Leute sollen ja auch Komfort kriegen. Allein das hier ist die elektrische Trittstufe. Das ist der Hammer. Die habt ihr aus Edelstahl geschweißt. Ja, genau. Also das ist jetzt Aluminium, aber das ist Stahl. Also diverse Materialien verwendet. Das geht ja erstmal beim Prototypen geht es ja erstmal um die Umsetzung und dann um das Feintuning. So, habt ihr die Mittelkonsole habt ihr schon gebaut. Das sind Sitze, da kannst du dich richtig reinfläzen, reinliegen. Die habt ihr selber besattelt. Ja, genau. Es ging da um Farben abzustimmen. Also wir haben ja dieses helle Grau, was wir gerne haben, dann das Beige, dann ja, dieses dunkelbraune. Und der Podest ist alles von der Hand gefertigte Holz, vorne und hinten. Ich zeig mal. Und die Konsole und alles. Also alles in Handarbeit gebaut. Hier vorne, das ist diese Scheibe, die du wie beim Butler hoch und runter lassen kannst. Ja, genau. Damit die Leute nicht mehr siehst. Dann kann man diese Scheibe auch noch elektrisch einmal milchig machen. Und einmal milchig machen und einmal klarstellen, genau. So, komm, wir halten mal hier rein. Mach mal bitte auf. Das ist ja im Moment noch Prototypenstatus, der ist noch nicht ganz fertig. Trotzdem müssen wir Ihnen zeigen, ihr habt das komplette Auto komplett auseinandergenommen. Also da war Kabelbäume raus, alles. Deswegen sage ich ja, also so schnell wird es nicht wieder fertig. Aber man sieht an diesem Fahrzeug, was möglich ist, was möglich wäre, was ihr habt alles beledert. Was man auch bei anderen Fahrzeugen gut einsetzen kann oder Projekten gut einsetzen kann. Boah, ist das schön. Also ich kann es mir jetzt schon vorstellen, wenn er fertig wird. Wir können ja mal gerade hier nochmal zeigen, was für Elektrik da drin ist. Das Ganze muss ja dann auch zugelassen werden. Ihr seid ja Fahrzeugbauer. Das ist wahrscheinlich deine Einzelabnahme. Ja, garantiert. Ja, natürlich. Da arbeiten wir mit der DEKRA zusammen. Das muss dann abgenommen werden. Ja. Wenn das exportiert wird, muss es oft nicht abgenommen werden, aber das machen wir trotzdem. Macht ihr trotzdem. Das heißt, da geht eine Einzelabnahme. Sicherheit spielt ja große Rolle. Auch bei dem Kunden, also die fragen dann schon eher nach, obwohl es nicht sein muss. So, ihr habt die entsprechenden Ingenieure hier, muss man sagen, die Statik können, die berechnen können. Ihr habt Stahlbauer hier. Das Thema Verlängern ist ja auch nicht trivial. Das muss ja am Schluss perfekt funktionieren. Das Thema Verlängern, Panzern, das ist nicht trivial. Aber das ist auch nicht die alltägliche Arbeit mittlerweile, die Emad macht. Aber Ingenieure kennen sich damit aus und ja. So, komm, wir zeigen mal hinten. Machen wir bitte auf hinten, dass wir mal sehen. Auch da, das könnte jetzt ein Jägerauto gewesen sein vorher, was auch immer. Es ist komplett auseinandergenommen worden. Ihr habt ihn wieder quasi auf Auslieferungszustand restauriert. Das ist ja auch wichtig, dass also nicht nur die Optik da ist, sondern auch wirklich die Karosserie, alles neu lackiert, alle Schäden beseitigt, alles. Genau. Schäden beseitigen ist nicht das Problem, aber dieses wieder zusammensetzen und wieder Teile bekommen oder das ist eher das Problem. So, ich halte mal gerade hier vorne rein, dass man mal sieht, das ist der Innenraum. Und dann haben wir eben ein Video gedreht, das war schon ziemlich spektakulär. Das ist hier dieses Auto hier. Das ist ein Mercedes-Benz Sprinter, Sechsachser, der von der Länge her, schätze ich mal, gute 9 Meter lang ist. Also ist unvorstellbar lang und auch das ist ein Prototyp, steht zur Finalisierung und zum Verkauf. Wenn ihr also Spaß dran hat, sowas, ihr werdet euch schon einig, sage ich mal, einfach mal melden. So, ich bin gespannt. Ist der hier zu verkaufen oder ist das? Die G-Klasse auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Der ist also die G-Klasse auf gar keinen Fall. Das kann man so ehrlich sagen. Das bleibt weiterhin ein Bastelmodell, an dem wir alles Mögliche ausprobieren können. Was geht. Genau. Vor allem, wer
wir wollen ja schauen, wie man Fahrzeuge weiterhin verlängern kann und wie weit man gehen kann. Und, wie weit man gehen kann, ja. Wie weit vielleicht demnächst 20 Meter lang. Nein, Quatsch. Das will ja kein Mensch haben. Alle wollen im Grunde das Normalste der Welt fahren. Ich zeige mal was Tolles. Was ihr so in der Praxis anwendet, ist zum Beispiel das hier. Da vorne haben wir jetzt eine Leitzentrale auf Basis Crafter und die habt ihr auch verlängert. Einsatzleitwagen. Einsatzleitwagen. Genau. Und der steht jetzt hier, man sieht es am besten von der anderen Seite eigentlich, dass ihr einen Crafter mit 3 Achsen gebaut habt. Und das ist schon sensationell. Das werden wir auch gleich mal zeigen, nochmal in einem extra kurzen Video, was wir da haben. Sowas macht euch Spaß, oder? Ja, es macht Spaß. Es ist vor allem auch sehr viel Arbeit und ja. Kein Prototyp mehr? Nein, kein Prototyp mehr. Das geht an den Kunden. So, das könntet ihr denn so oder so ähnlich dann auch anderen Leuten zeigen. Da drin ist eine Funkzentrale. Das kann zum Beispiel jetzt ein Einsatz sein, der kontrolliert wird. Ja, Maria, wir sind bei Emhart Fahrzeugbau in Lingen. 3. Tag heute am Sonntag, 28. Viele Eindrücke. Wir haben noch immer bei weitem nicht alles gesehen. Aber es ist wirklich, ihr habt so viel Spaß daran, Sachen zu machen. Wir sehen uns wieder? Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Da ist es da. Und wenn ihr Lust habt, einfach mal eingeben, Emhart Fahrzeugbau in Lingen. Ihr habt eine Website, die wird in Kürze nochmal erweitert. Da, ich sag mal, wenn wir jetzt was machen, denn das Ziel ist es, ihr könnt zusätzlich 100 Wohnmobile in Manufakturqualität bauen im Jahr. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, er möchte gerne einen eigenen Koffer haben, zum Beispiel, für ein Fahrzeug, was er beistellt, was technisch in Ordnung ist, ja, dann könnt ihr einen solchen Koffer realisieren, wenn alles abgeklärt ist, was realisiert werden soll, in einer Zeit von 12 bis 16 Wochen in der Größe. Ja, ja, das ist das Ziel. Also so viele Weltreisemobile zu bauen wie möglich. Das ist so, dieses Jahr. So, ihr baut eigene Fenster. Bitte guckt euch das Video an. Wir werden eine eigene Playliste machen über Emhart. Fenster kaufen wir meistens. Nee, die hier, die Rahmen meine ich. Türen und Klappen, die sind eigens. So, das heißt, ihr könntet aber theoretisch hier auch noch eine Füllung reinmachen, oder? Eine Fensterfüllung, das würde gehen? Fenster sind schon kompliziert. Also da haben wir uns auch so ein bisschen dran versucht. Das ist schon etwas komplizierter. Also das wird eine Tür, kriegt eine Türfüllung. Es gibt, das wird eine Klappe von außen, wie bei dem hier. Ich zeig's mal gerade hier vorne, dass wir das mal sehen. Deswegen, das ist dann die Tür. Fenster, ist schwierig. Fenster selber zu bauen ist tricky und es gibt bereits namhafte Hersteller, die dann da könnt ihr darauf zurückgreifen. Genau. Und dann, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann dann sagen, okay, man ist dann Partner von und nicht unbedingt, man ist dann selber Hersteller. Weil diese Qualität an den Tag zu legen, wie andere das bereits tun, das kostet einem sehr viel Lebenszeit und ist eventuell nicht nötig, wenn man es zukaufen kann. Ja, wir haben ganz viele Reisemobile gefilmt, die kann man euch dann angucken. Gestern hatten wir den Iveco Daily da, der schon eingeschlagen ist wie eine Bombe. 30.000 Aufrufe in mal gerade einen Tag. Was da ist, hat dich gefreut, ja? Ja, aber die Leute kriegen wirklich hier Profi-Qualität. Also das ist, wir reden dann von Wandstärken 6 cm, 60 mm. Wir reden von Aluprofilen, die haben wir gezeigt, die CNC gefräst werden. Ihr habt eigene Laser, eigene Holzbearbeitungsanlagen, eine eigene Lackiererei. Ihr könnt alles selber machen. Ja, das ist der Vorteil. Also wir müssen bis auf, ja gut, aber weil... Die kauft man zu. Die kauft man zu, weil die Kunden auch Qualität wollen. Und diese Qualität gibt es bereits bei anderen, deswegen. Aber alles andere können wir natürlich umsetzen. Ja, hier steht ja nochmal unser G-Modell. Zeigen muss man es trotzdem, solche Innovationen. Ja, ein bisschen, also er ist eye-catching, ne? Also er springt ins Auge und alle schauen da gerne hin. Ja. Danke. Ja, danke. Maria, ich danke dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Objekt, was wir gleich mal filmen werden. Meine Augen springen schon über fast. Ja. Tschüss und danke fürs Einschalten. Ciao. Danke.